Jetzt steht hier drauf eJoy. Ich kenne Enjoy, kenne ich. Und eJoy, woher kommt eJoy? Das können wir gleich mal besprechen, wirklich, oder? Ja, von der Geometrie. Wie ist das? Nicht zu viel verraten. Okay, nicht zu viel. Genießen. Du musst genießen. Genau. Enjoy. Und genau. gleich geht das Video ja erst richtig los. Dieter muss richtig. das ja erst eröffnen. Der isst aber noch einen Apfel. Ja, das bisschen Power Und, dazwischen. Ja? Und hier ein weiteres Video mit Jo Fuchs aus der Schweiz, besser bekannt als die Toblerone von, kann man das sagen, Zürich? Ja, aber nicht Zürich, sonst kommen wir wieder Probleme. Matterhorn, zermatt. Oder Aber ja, Schokoladli. Nils Hohendorn aus 26349 Jaderberg. Ja, danke Dieter. Dankeschön. Und ich sage erstmal Moin erstmal. Klar, Moin. Und ich habe Besuch. Der Joe ist im Haus von der Firma Benno Bikes. Richtig. Und wenn du aufmerksamer Zuschauer von Zweirad Hogendorn bist, dann hast du den Joe wahrscheinlich schon mal gesehen. Oder wenn dich das Thema Benno Bikes interessiert, dann kann das sein, dass du den Joe dann auch schon mal gesehen hast. Joe hat wirklich schöne Modelle mitgebracht, kann man ja mal so sagen. Ne? Schöne Modelle. Das hat auch ein auffälliges Design. Ich meine, dafür steht die Marke, das habe ich schon gelernt. Genau, richtig. Ich habe aufgepasst. Trotzdem bin ich der Meinung, du kannst viel mehr erzählen als ich über die Benno Bikes. Und darum erzähl mal. Wir haben ja hier Modell eJoy. Genau. So sagt eJoy, man's, ne? genau, wie der Name das schon beinhaltet. Joy, genießen. Ja. Das gehört eigentlich zu unseren komfortabelsten Bikes von den Benno Bikes. Man hat eine sehr bequeme Haltung drauf. Wie man sieht, auch sehr schwungvoll. Und das ist das typische Damenrad. Kann man sagen, also bis wirklich 1,52 bis 1,83. Auch mit einer also Chai Latte Farbe, mit dem lustigen Namen. Und es gibt noch 3 weitere Farben. Auf welche Komponenten legt ihr da Wert? Also jetzt bei diesem Modell von den Komponenten haben wir eben eine Nexus-Schaltung, 5-Gang. Aber wenn wir das E-System... Also vom E-System ganz klar mit 500 mit Bosch, mit 65 Newtonmeter. Also haben wir auch eben alle Modelle bei uns bei Benno sind vom Hause Bosch. Genau, ihr verbaut ausschließlich das Bosch E-Bike-System. Richtig, genau. Ja. Sagst du auch, das läuft unter dem typischen Begriff Cargo-Bike? Ja, also wir verwenden wirklich den Begriff Elite. Das sind 3 Punkte, kein Dreieck zwischen Ride, Fahren, das Fahrverhalten von dem ganzen Fahrrad, das Design, eben mit den ausgefallenen Farben und Formen und natürlich Cargo. Komponenten. Hätten wir es gerne. Die Zuschauer und ich hätten gerne Komponenten. Dann, wenn wir sagen Komponenten, dann gehen wir auf die wichtigsten Komponenten eines Cargo-Bikes. Und das sind, würde ich sagen, so die Transportmöglichkeiten. Ich sehe vorne schon, unschwer zu erkennen, 15 Kilo. den Bierkistenhalter. Ja, also Durst hat man nicht, wenn man mit dem unterwegs ist. Da kann man viel mitnehmen. Ja. Neben 15 Kilo Gewicht, also es ist wirklich auch sauber hier verschraubt. Man merkt es auch mit dem Einschlag, es gleicht sich super aus. Es fährt sich trotzdem wirklich sehr gut, auch mit hohem Gewicht. Das gleiche dann natürlich auch für den hinteren Bereich. Genau, hinten kann man jetzt vielleicht nicht ganz so gut erkennen. Ja, es ist... Aber ja, ich weiß nicht, ob ich die jetzt hier unten einmal löse. Hier sehen wir einen richtigen Cargo-Gepäckträger. Genau. Mit so gesehen dritter Strebe für maximale Stabilität der Tasche. 40 Kilo Zuladung, ist auch eine ganze Menge. Richtig. Und hier vorne bei dem Gepäckträger möchte ich noch eine Sache einmal zeigen. So, wenn ich hier jetzt mal messe, dann sind wir ungefähr bei einer Tiefe von 15 cm. Das ist eine anständige Ladekante. Wenn wir da mal eine Tasche lose reinlegen, die fällt auch nicht raus. Ne? Da brauchen wir gar kein Spanngummi. Das finde ich schon super praktisch. Und wenn wir uns das ganze Format mal hier ausmessen, da sind wir irgendwo so bei 35 knapp mal 35. Also ein schönes Maß, wo man dann halt wirklich auch einfach mal die Sporttasche oder wer weiß was reinstellen kann. Dann können wir eigentlich E-Bike-Komponenten, die lassen wir mal außen vor, haben wir vorhin ja schon gesagt. Bosch, 65 Newtonmeter, 500 Wattstunden Akku, alles wunderbar.
Wir können kurz auf die Beleuchtung gehen. Da haben wir einen Scheinwerfer aus dem Hause Hermanns, sehe ich gerade. Und was ich dann immer dazu erwähnen möchte, gerade bei den Benno Bikes, ich sehe hier einen absoluten Vorteil. Das ist nämlich Frontträger und den Scheinwerfer auf dem Schutzblech montiert. Und das hat einfach den Vorteil, dass der Scheinwerfer permanent mitlenkt. Und was ich auch sehe, der ist wirklich ja, gut montiert, stabil montiert. Die Schutzbleche sind nämlich wie bei allen anderen Modellen auch aus Aluminium. Richtig, genau. Was haben wir hier für eine Laufradgröße? Ja, hier haben wir eben das 26 Zoll. Vorne und hinten nicht wie beim 46 different, die sind gleich, die sind symmetrisch. Alle Komponenten von Bosch haben wir schon erzählt, was Antrieb angeht. Aber zum Antrieb gehört ja auch die Gangschaltung. Genau. Wir haben hier jetzt eine 5-Gang-Nexus-Schaltung im Nabenbereich, aber wir bieten das Modell auch mit 10-Gang Deore-Schaltung, Kettenschaltung an. Okay, da gibt es also 2 Möglichkeiten und hier haben wir auch endlich eine Nabenschaltung. Und wer doch sagt, ich bleibe bei der Kettenschaltung, weil es einfach das Rad leichter macht und so weiter, kann das Rad auch mit Kettenschaltung bekommen. Richtig. Was ich hier noch gesehen habe, weißt du, wie man das bei uns nennt? Das würde mich wundern. Dieses Schloss? Also nicht Du sagst integral. grad Integralschloss. Ja. Wir sagen Bügelschloss, oder? Bäckerschloss. Das kannst du einfach eben schnell zudrücken Zack, und zack. wenn es dann mal 5 Minuten abgeschlossen steht mit dem Schloss, die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand draufsetzt und wegfährt, ist ja unmöglich, weil es gar nicht geht. Richtig blockiert. Genau. Okay. Antrieb haben wir auch erwähnt, Design, Farbe. Ja, wunderbar. Ja, und sonst eben, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Genau. Ab Daumen in die hoch. Kommentare, Daumen hoch da lassen. Du hast auch schon gut gelernt. Und Ja. noch viel wichtiger, Kanal abonnieren. Ja. Genau. Wenn du sagst, du bist auf der Suche nach einem neuen Fahrrad, also ein 26349 Jadderberg, ich kann ja auch sagen Deutschland, Ja, richtig. kann ja auch sein, dass jemand denkt, ja, die sind auch in der Schweiz. Nein, wir Also sind noch nicht. noch nicht. Genau. Und dann zur Fahrradberatung buchst du am besten oder nicht am besten, du buchst einen Termin zur Fahrradberatung und das kannst du unter www.hogendorn.de, findest du die Terminseite, suchst du Wunschdatum, Wunschuhrzeit, kommst zu uns, wirst ausgemessen, wir gehen ein paar Fragen durch, sodass du ein Fahrrad findest, auf dem du wirklich maximalen Fahrspaß erleben kannst, was gut aussieht, wie zum Beispiel dieses hier. Oder wenn ihr noch bei uns folgen wollt, bei Appenzell, wo der Appenzeller Käse herkommt, Welthaupt Benno Bike, auf Instagram freuen wir uns auch immer. Natürlich auch Klientel von Deutschland. Als großer Nachbar, großer Bruder haben wir auch immer sehr Freude. Ja, Oder? Genau. sehr gut. So. Wenn du die anderen Videos noch nicht gesehen hast von Benno Bikes, dann guck auf jeden Fall auf dem Kanal. Abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch da lassen. Genau. Teilen. Hilft uns allen. Richtig. Und dann bis zum nächsten Video. Danke Joe. Ich danke dir vielmals. Dankeschön. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, auf jeden Fall. Jo. Tschüss. Danke. Tschüss. Das geht so 30 Minuten weiter. Ja, dann. Ja, das ist typisch schweizerisch. Ja, ist gut. Aber Tschüss, hast du mach's den gut. Bäcker schon? Ade.